Die bisher teuerste Uhr, die wir hier auf YouTube vorstellen, ist die neue Vacheron Constantin, traditionell Tourbillon Open Face mit retrograder Datumsanzeige. Das Modell im Gehäuse aus 18-karätigem Roségold kommt auf 195.000 €. Dass die Uhr so teuer ist, liegt aber auch oder vor allem am verbauten Uhrwerk 2162R31 mit peripheren Aufzugsrotor und Tourbillon-Hemmung. Open Face steht bei dieser Vacheron Constantin natürlich für das offene Zifferblatt, das nicht nur einen Blick auf das Minutentourbillon, sondern auch auf die Mechanik der retrograden Datumsanzeige in der oberen Hälfte freigibt. Sobald der Datumszeiger die 31 passiert, springt er direkt zurück auf die 1. Eine der Schrauben am Tourbillon-Käfig, das in Form eines Malteserkreuzes gestaltet ist schwarz, damit man die Sekunden ablesen kann. Die relativ langsame Unruh mit 18.000 Halbschwingungen pro Stunde ist mit Gewichtsschrauben für die gewissenhafte Reglage in 5 Positionen ausgestattet. Die umlaufende Skalierung der kleinen Sekunde besteht aus Massivgold, genau wie alle anderen Applikationen, alle Zeiger und das durchbrochene Zifferblatt selbst. Die Streifenverzierungen im Hintergrund werden darüber hinaus nicht etwa eingeprägt, sondern guillochiert. Alle Werksteile, auch jene, die man überhaupt nicht sehen kann, sind bis ins letzte Detail finisiert, also mit Zierschliffen und Anklierungen verschönert. Das ist eine der strengen Voraussetzungen, die Uhrenmarken erfüllen müssen, wenn sie ihre Uhrwerke mit der Genfer Punze auszeichnen lassen möchten, die auf der Rückseite eingraviert ist. Dabei werden alle Uhren und nicht nur Stichproben von den unabhängigen Experten geprüft. Von Funktionalität über Qualität bis hin zu Präzision und Gangreserve. In dieser Aufnahme kann man außerdem den umlaufenden peripheren Rotor erkennen, der für die Energieversorgung des Automatikwerks verantwortlich ist, dabei jedoch keine Teile des Uhrwerks verdeckt und selbst ebenfalls aus Gold besteht. Die Gangreserve dieser traditionell Tourbillon Open Face beträgt 72 Stunden und die Genauigkeit muss alleine für die Zertifizierung mit der Poinçon de Genève, also der Genfer Punze, gewisse Kriterien erfüllen. So darf die Uhr beispielsweise nach einer Testdauer von 7 Tagen höchstens um 60 Sekunden abweichen. Und auch die Gangreserve wird für jede Uhr einzeln getestet und muss höher oder gleich der angegebenen Stundenzahl sein. Über der signierten Krone an der Gehäuseflanke befindet sich ein Korrekturdrücker, bei dem das Datum manuell verstellt werden kann. Das traditionelle Gehäuse ist natürlich ein absoluter Klassiker bei Vacheron und ist in diesem Fall komplett und auf Hochglanz poliert. Die Faltschließe in Form eines halben Malteserkreuzes ist natürlich ebenfalls aus Gold gefertigt und schließt das graue Alligatorlederband zuverlässig. Das Kaliber 2162R31 ist laut Angaben der Manufaktur eine komplette Eigenentwicklung und wird auch vollends in den eigenen Räumen gefertigt. Alle 242 Einzelteile des Werks sind nach allen Regeln der Haute Horlogerie verziert. Das gilt für die Vorder- wie auch die Rückseite. Wie gefällt euch das Modell und findet ihr den Preis von knapp 200.000 € gerechtfertigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.